Das ist der zweite Teil des Videos über Babystrampler mit Kapuze aus der Kuschelwolle. Heute werden wir zusammen den Arm und Kapuze stricken. Ich gebe euch mal die Maße durch vom Strampler. Der Arm hat eine Länge von 22 cm. Das Bündchen ist 7 cm. Und vom Hals bis Schulterende haben wir ungefähr 10 cm. Wir fangen vom Schulter an und werden bis zum Ende des Arms stricken. Und dann erwartet uns die Kapuze. Wir beginnen vom Hals und enden mit dieser Nahtverbindung. Ohren werden separat gestrickt und dann genäht. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit und wenn ihr keine weiteren meiner Videos verpassen möchtet, dann vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und ich werde mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Für diesen Strampler benötigen wir natürlich Wolle. Bei mir ist es Alize Softy, 4 Knollen, 2 weiß, 2 mintfarben und eine Rundstricknadel der Stärke 4,5. Zuerst müssen wir den Schulter zusammennähen. Auf den Stichhalter habe ich 11 Maschen, die gesamte Masche von Knopfleiste. Rest der Maschen, also 16 Stückchen, werde ich mit Maschen von Rücken verbinden. Hier auf Rücken habe ich 9 Faden befestigt und dann, wie ihr seht, 11 Furchen mit krausen Maschen gestrickt. In der Mitte auf den Stichhalter habe ich 4 Maschen. Die brauche ich später für Kapuze und Rest der Maschen benutze ich für Schulterbildung. Wir beginnen mit der Arbeit. Ich mache das von Rückseite des Stramplers. Dazu verwende ich den neuen Faden und ich ziehe diese Faden durch 2 Maschen von linken und rechten Stricknadel gleichzeitig. Ich mache so bis zum Ende der Zopfmaschen, also bis zum Stichhalter. Für den Beispiel habe ich schon selber linken Arm gestrichen. Hier haben wir krause Maschen und am Ende ein elastisches Bündchen. und rechten Arm
werden wir zusammenstricken. Zum Beginn nehmen wir 28 Maschen auf die Nadel auf, 14 von vorderer Seite und ebenso von Rückseite. Dazu benutze ich den neuen Faden, also 2 weißen Faden zuerst. Ihr könnt das alles als ich machen, mittels Häkelnadel oder wie ist euch lieber. Da gibt's nichts Kompliziertes, ihr müsst nur richtig Entfernung zwischen den Maschen berechnen, damit alle 28 Maschen reinpassen. Jetzt fangen wir mit rechten Maschen an. Nächste Runde stricken wir mit linken Maschen und werden diese 2 Runden immer wieder miteinander wechseln. Nach 5 gestrickenen Furchen schneiden wir einen Faden ab und ersetzen ihn mit mintfarbenen Faden. So stricken wir noch 4 Furchen. Und jetzt werden wir zweite weiße Faden auf mintfarbene wechseln. Jetzt stricken wir noch 7 Furchen.
Als nächstes machen wir Abnahmen. Stricken zuerst eine linke Masche, dann 2 Maschen zusammen. Und wiederholen so 3-mal. Dann 2 linke Maschen und wieder 2 zusammen. Und am Ende noch eine linke Masche. Wir haben auf dieser Seite insgesamt 4 Abnahmen gemacht und auf andere Seite werden wir genauso 4 Abnahmen machen. Nach den Abnahmen geht es weiter mit dem Bündchen. Also 10 Runden, eine rechts, eine links. Wir haben das schon beim Beinbündchen gemacht und hier gibt es keinen Unterschied. So, ich habe mein Bündchen fertig gestrickt und jetzt schließen wir alle Maschen auf der Nadel. Am Ende schneiden und befestigen wir den Faden. Jetzt geht es weiter mit der Kapuze. Ich habe alle verbliebenen Maschen auf die Nadel aufgenommen, 4 Maschen vom Rücken, 11 Maschen von der linken Knopfleiste und 11 Maschen von der rechten Knopfleiste. Ich stricke 11 rechte Maschen ab, dazu habe ich den neuen Faden befestigt, also 2 weiße Faden. Und über die ganze Kapuze werden wir die Farbe nicht wechseln. Jetzt nehmen wir 6 Maschen zu. Es geht leichter mit der Häkelnadel. Es sollte 6 Maschen bis 4 Maschen vom Rücken passen.
Jetzt stricke ich noch 2 rechte Maschen und setze einen Maschenmarker, um Mitte zu markieren. Wir haben insgesamt 19 Maschen bis zur Mitte. Jetzt stricke ich weiter 2 rechte Maschen dann mache ich 6 Zunahmen bis 11 Maschen von Knopfleiste. Schließlich stricken wir 11 rechte Maschen. Auf dieser Seite haben wir genauso 19 Maschen bis zur Mitte. Nach dieser Runde stricken wir noch eine Runde mit rechten Maschen zurück. Ich habe 2 Maschenmarker, 7 Maschen von der Mitte in 2 Richtungen aufgesetzt. Wir stricken bis zum ersten Marker halten eine Masche vor dem Marker und machen eine Zunahme. Nach dem Marker stricken wir noch eine rechte Masche und dann machen wir wieder eine Zunahme. Genauso machen wir 2 Zunahmen von beiden Seiten des nächsten 2 Markers. Und letzter Marker, wir werden hier wieder 2 Zunahmen machen. Insgesamt haben wir 6 Zunahmen gemacht. Jetzt haben wir 44 Maschen in der Runde. Zweite und dritte Runden stricken wir ohne Veränderungen, einfach nur rechte Maschen. Nächste Runde machen wir 4 Zunahmen.
2 Zunahmen von beiden Seiten des roten Markers. In der Mitte machen wir keine Zunahmen. Und am Ende der Runde bekommen wir 48 Maschen. Nach dieser Runde stricken wir wieder 2 Runden ohne Veränderungen. Schließlich noch eine Runde mit 4 Zunahmen. Am Ende haben wir 52 Maschen. An dieser Stelle stricken wir noch 15 Furchen, einfach mit rechten Maschen, hin und zurück. Jetzt schneiden wir den Faden ab, nehmen eine Nadel und nähen unsere Kapuze in der Mitte zusammen. Ich mache das von der Rückseite. Am Ende befestigen wir den Faden. Zuerst verwenden wir 2 mintfarbene Faden und nehmen 11 Maschen auf.
Wir sollen 5 Furchen mit krausen Maschen stricken. Meine 5 Furchen sind fertig. Jetzt wechseln wir die Farbe komplett auf weiße Farbe und stricken weiter noch 5 Furchen. Wenn alles fertig ist, nehmen wir alle Maschen auf die Häkelnadel . Dann machen einen Umschlag und ziehen den Faden durch alle Maschen auf der Nadel. Ziehen nochmal fest den Faden und schließlich befestigen ihn. Lassen ein langes Stück von Faden, den benutzen wir später für Zusammennähen. Andere Seite ziehen wir genau so zusammen. Dazu nehme ich einfach Maschen von erster Runde auf die Nadel und ziehe den Faden durch diese Maschen. Jetzt falten wir das in der Mitte. Ich habe 4 Furchen in beiden Richtungen von Nahtverbindung genommen, um eine Marke aufzusetzen, und in 2 Furchen noch einen. Genau auf diese Plätze nähen wir unsere Ohren an.
Jetzt bilden wir einen Zwickel. Dazu nehmen wir eine Nadel mit Faden, legen 3 Strickstückchen zusammen, 2 Knopfleisten und ein Stück zwischen den Beinen und nähen das Ganze zusammen. Am Ende sollen wir alle unsere Faden befestigen und abschneiden. Damit ist diese Anleitung zum Ende. Wenn ihr Fragen habt oder etwas unverständlich war, dann schreibt alles gerne in die Kommentare.